Hi, ich hatte nicht gedacht, dass ich dieses Video in nächster Zeit machen müsste, aber ich glaube, es wird höchste Zeit, darüber mal wieder zu reden. Vor 2 oder 3 Jahren habe ich die Thematik aufgebracht, dass Warner Bros. Pictures und Paramount Pictures eine mögliche Fusion miteinander haben könnten. Ein Merger. Dieses Video ist nicht gerade etwa sehr up-to-date und so einiges hat sich mittlerweile verändert. Viele der bestimmten Details haben sich verändert. Die Idee war eher mehr ein Gerüst, beziehungsweise eine Spekulation von vielen Insider, wie ich es etwa verstanden habe. Und wenn ich mich nicht irre. Mittlerweile könnte es etwa eine sehr nahe Zukunft sein und eine Zukunft sein, die ich definitiv nicht begrüßen würde. Ich bin kein Fan von diesen ganzen Mörders. Egal ob es nun etwa Amazon Prime Studios und MGM ist oder auch Disney und Fox oder auch andere Mörders in anderen Industrien wie der Gaming-Industrie oder. Solche Mörders bringen so einiges Schlechtes zu sich und auf Dauer tun sie der Industrie auch einfach nicht gut. Und Warner Bros. Ist einer dieser Studios, über die Karten schon mittlerweile zu einigen Firmen zugegeben worden ist und es nie etwa für die Involvierten wirklich gut gegangen ist. Zuletzt hatten wir Warner Bros. Und Discovery, ein Mörder, der so einige Probleme zu sich gebracht hat. Jetzt sieht es so aus, als würde Warner Bros. Pictures und Paramount Skydance der nächste große Mörder sein. Eventuell. Ob dieser Mörder zugewinkt wird, wissen wir noch nicht, aber die Chancen dazu stehen deutlich besser als je zuvor. Dass überhaupt ein Warner Bros. Mörder wiederkommen würde, stand schon so einige Monate auf den Tisch. Ich habe überlegt, ob ich schon darüber ein Video machen würde, wollte aber ein wenig warten bis zum richtigen Zeitpunkt. Denn für eine lange Zeit sah es so aus, als würde Warner Bros. Pictures und Netflix einen Mörder miteinander haben, da diese mit einem Deal gekommen sind, der für Warner Bros. Attraktiver war. Und für 2 Monate stand dieser Deal mit wenigen Gefahren zu sich. Natürlich hat Paramount Skydance sehr oft versucht, etwa andere Deals hervorzubringen, aber diese wurden oft verneint. Jetzt kamen die etwa mit einem Deal, der deutlich attraktiver und für die Geschäftsleute bei Warner Bros. Und Aktionäre attraktiver, überlegender als der Netflix-Deal aussehen könnte. Und aktuell sieht das etwa nicht so aus, als würde Netflix einen neuen Deal von sich hervorbringen. Und ich kann es nicht bis zum Ende betonen, ich bin kein Fan von den Mörders. Ich denke, dass Warner Bros. Unabhängig bleiben sollte oder zumindest nicht etwa wieder fusioniert werden sollte. Zu diesem Kaliber vor allem nicht. Aber wenn ich von diesen beiden mir etwa ein Böse aussuchen müsste, wo Warner Bros. Landet, dann wäre Netflix definitiv meine Wahl. Gibt es Dinge zu bemängeln oder Dinge etwa da zu kritisieren? Definitiv. Der Streaming-Markt würde dabei gigantisch wachsen für Netflix. Nicht nur vom Katalog von Warner Bros. Allein schon der Fakt, dass vermutlich dann Warner Bros. Eigener Streaming-Service HBO Max fusioniert würde Netflix definitiv mehr Größe im Streaming-Markt geben. Auch könnte man etwa Bedenken äußern, ob Netflix etwa wirklich sich zum Wort halten würde, Kinofilme von Warner Bros. Immer noch ins Kino zu bringen und nicht Direct-to-Streaming zu machen. Sie haben zwar betont, dass sie das etwa vorhätten, aber etwa nie etwa mit den Worten von solchen CEOs sich 100% etwa sicher sein kann. Aber zugegeben, ich sehe auch nicht etwa so viel dagegen. Mit Warner Bros. Hätte man etwa die Option, richtig etwa in den Kinomarkt reinzusteigen. Aber ein möglicher Mörder zwischen Warner Bros. Und Paramount Skydance hat so einige mehr Bedenken zu sich. Und so einige dieser möchte ich etwa aufzählen. Beginnen wir doch mal mit einem der großen obvious ones. Finanziell würde es etwa für beide Companies eher weniger so ein Dollar-Deal sein. Denn klar, der Deal kann auf den ersten Blick sehr attraktiv sein, wenn man sich die Zahlen da anschaut. Aber man muss mal sich auch bedenken, ist das für die Langsicht ein wirklich guter Deal? Denn Paramount hat schon so einige Schulden zu sich. Warner Bros. Hat so einige Schulden zu sich. So ein Deal und so viel Geld dazu auch noch, wird natürlich etwa finanziell das ein wenig etwa runterpressen auch noch. Und das ist auch etwa noch die Frage überhaupt, wird man etwa davon recovern? Ich denke eher weniger. Ein Mörder zwischen Warner und Paramount ist schon etwa ein gigantisches Monopol für den Kinomarkt. Und selbst auch für den Streaming-Markt ist das nicht etwa allzu klein. Denn natürlich, Paramount Plus und HBO Max machen etwa nicht die Netflix-Nummern im Streaming-Markt. Sie machen aber die Nummern etwa relativ groß im Kinomarkt. Immerhin sind diese zwei Studios 2 der 5 größten Studios aller Zeiten im Filmmarkt aktuell. Dadurch kriegen wir vermutlich etwa auch nur noch 4 große Filmstudios im Hollywood-Sektor. Was auch schon etwa sehr viele Bedenken zu sich hat, denn ein weiterer Competitor wird etwa reingeschluckt. Und klar könnte jemand argumentieren, aber die werden doch nicht etwa beide Firmen miteinander richtig fusionieren. Sicherlich werden die Labels immer noch bleiben. Und das mag vielleicht etwa wahr sein, aber für wie lang? Wenn man sich etwa das Line-Up der Studios anschaut von Paramount, Skydance und
Warner Brothers, dann kann man schon etwa seine Sorgen haben, wie viele dieser Studios nicht etwa dicht gemacht werden oder wie viele dieser Studios etwa nicht einfach fusioniert werden. Wenn die wirklich etwa 2 separate Animationsstudios für Warner und Paramount behalten, wenn die überhaupt etwa Warner und Paramount nicht in eins machen, Warner Paramount Plus oder sowas. Ich weiß ja auch nicht. Und das bedeutet auch eine Sache ganz groß. Layoffs. Layoffs werden sowieso kommen mit so einem Mörder. Egal ob Netflix, egal ob Paramount, egal ob irgendwer. Layoffs ist so eine Sache, die immer mit diesen Mörders passiert. Und das ist auch einfach nur wirklich grottig für die Leute in der Industrie, die etwa bei jeglichen dieser Studios verarbeiten und wegen ihren Job etwa sich befürchten müssen. Ich sehe auf jeden Fall es eher mehr so, dass wenn etwa Paramount hier etwa den größeren zieht, Layoffs größer werden, weil, sagen wir mal ehrlich, all diese Studios, all diese Arbeitsplätze werden nicht etwa behalten. Ich glaube, ein Großteil der Arbeiter in dieser Industrie dieser beiden werden ihren Job dadurch verlieren und werden eine sehr harte Zeit dadurch haben, einen neuen Job zu finden. Immerhin werden die Arbeitsplätze dadurch groß reduziert und dadurch werden die Opportunities für die Leute, die in der Industrie arbeiten, geringer. Und reden wir doch mal über den Fakt, wie viele die diesen Deal mehr defenden, dass es doch etwa die Rettung des Kinos ist. Weil ja, ich hab's schon etwa erwähnt, wir alle haben unsere Bedenken, ob Netflix sich wirklich zum Wort halten würde, immer noch Kinofilme hervorzubringen und nicht alles direct to Netflix zu machen. Aber haben wir etwa eine Sache ignoriert? David Allison ist der Chief aktuell für Paramount Skydance und einer seiner ersten großen Business-Entscheidungen, als er Paramount übernommen hat, war der Fakt, dass er alle Original Ideas, aka Filme, basierend auf originelle Ideen, keine IPs, gecancelt hat. Ich weiß ja, wie sehr viele Leute, auch mich inkludiert, angenervt sind, wie viele IP-Filme die großen Studios hervor sich bringen. Ich bezweifle, dass wir so viele Original Idea Filme kriegen. Wenn überhaupt wir glücklich sind, kriegen wir vielleicht 1, 2, vielleicht auch nur einen pro Jahr oder vielleicht 2 Jahre. Ich weiß auch nicht. Vermutlich werden die sehr gering sein, weil wenn man sich die Libraries anschaut von beiden Studios, haben die so eine große IP-Susis und da könnte man auch einfach sagen, ja, scheiße auf die Original Ideas, wir machen nur noch IP-Filme. Will wirklich irgendjemand das haben? Ich glaube ja nicht. Natürlich, Original Ideas kommen größtenteils mittlerweile von den Indie-Studios oder kleineren Studios, aber es ist immer schade, diese Original Idea-Filme zu verlieren von den großen Studios. Der letzte große Punkt ist die politische Sache der ganzen Thematik. Ein Punkt, wo ich etwa nicht allzu viel reingehen möchte, aber wisst ihr die Pläne, was David Allison, Neptune Baby von Larry Ellison, vorhat mit Paramount Skydance? Genau das. Oh, brother, this guy stinks! Ja, ich denke nicht, dass ein Paramount, Skydance, Warner Brothers, Mörser, Fusion, was auch immer, gut für das Business, gut für die Industrie und gut für den Zuschauer ist. Ich sehe Spaß dafür. Ich weiß nicht, ob ich etwa noch ein weiteres Video zu dieser Thematik rausbringen werde. Vermutlich nicht in der nächsten Zeit. Fürs Erste werde ich einfach nur abwarten, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich hoffe nicht, dass ein Mörser kommen wird, aber wer weiß das auch schon. Naja, hoffentlich sehen wir uns bei einem eher mehr positiven Video wieder beim nächsten Mal. Bye.